Ihr glaubt gar nicht, wie lange dieses Projekt in meinem Kopf rumfliegt. Und hier bin ich, mitten am Recherchieren. Die moderne Kunst als meine Muße, Blumen und Kunst zu verbinden, zu interpretieren und neu zu entwickeln. Warum haben sich eine Gruppe von Menschen zusammengeschlossen, um etwas zu verändern? Welchen Mut hatten sie, das Konventionelle zu hinterfragen und zu revolutionieren? Ihre Fähigkeit, die Kunst in die Gesellschaft weiterzuentwickeln und Generationen zu prägen. Jetzt ist die Chance, mich voll und ganz in ein Gemälde zu vertiefen und die gemeinsamen Merkmale herauszuarbeiten. Die erste Epoche der modernen Kunst ist der Impressionismus, der Beginn einer Ära, abstrakte Elemente einzufügen. Die Stunde des Lichts, Ursprung in Paris, Frankreich und dann durch ganz Europa. Helle Farbpaletten, lockere, skizzenhafte Farbauftragung mit sichtbarem Pinselstrich. Das Weglassen, das Abstrahieren von Realistischen, um Raum zu lassen für das Gefühl, die Stimmung im Moment. Eine sehr persönliche Perspektive von subjektiver Darstellung von Szenen im Alltag. Basile, Renoir, Monet. Ihre Werke machen mich neugierig. Verzeihung. Oscar Claude Monet lebte von 1840 bis 1926 und war ein absoluter Gartenmensch. Sein Haus in Giverny mit seinem berühmten Garten, der in vielen seinen Werken präsentiert wird. Das Gemälde zeigt den Hafen von Le Havre. Impression, Soleil Levant, eines der Schlüsselwerke, der den Impressionismus geprägt hat und sogar den Namen der Kunstrichtung verlieh. Im Hintergrund erstreckt sich eine industrielle Landschaft. Die Sonne geht auf. Und genau dieser goldene Moment, wenn die Sonne aufgeht, spüre ich immer wahre Glücksmomente, genieße ich von Monet und atme tief ein. Seht her, das ist Claude auf seinem umgebauten Malerboot. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ich das Gemälde floristisch interpretiere. Inspiriert von dem erstreckenden Industriegebiet und dem Wasser recycle ich meine alte wasserdichte Metallschale. Als Konstruktion wähle ich den Maschendraht. Die Abstände erinnern mich an die gleichmäßigen Pinselstriche im Gemälde. Ich habe eine Kopie vom Gemälde Sonnenaufgang bestellt, welche gestern angekommen ist. Das Original wollten sie mir nicht ausleihen. Und so kann ich tief im Thema bleiben. Wir beginnen bei der Konstruktion. Okay? Noch da? Ich forme 2 Rundungen aus dem Maschendraht, die ich in meinem Gefäß platziere. Um sicherzustellen, dass sie nicht verrutschen, befestige ich sie mit Draht am Gefäß und auch aneinander. Mit der Flachzange ziehe ich alles fest und schneide sie mit dem Seitenschneider ab. Sieht leicht aus, ist es nicht. Es folgt ein bisschen Übung und es tut weh. Um feste Bezugspunkte zu schaffen und die Blüten genau an die gewünschte Stelle zu platzieren, verteile ich zusätzlich Ikebana-Igel, das nichts umfällt. Das Wasser dient nicht nur zur Versorgung der Blumen, sondern ist auch das verbindende Element zwischen dem Kunstwerk von Monet und das von mir. Ich nehme mir die Zeit, tauche hinein im Sonnenaufgang von Monet, um es zu verstehen und die Regeln zu analysieren. Denn wenn man die Regeln kennt, kann man sie auch bewusst brechen. Das Wort Impressionismus kommt von dem lateinischen Wort impresso und bedeutet persönlicher Eindruck oder auch Gefühl. Impressionismus ist bekannt für eine sehr persönliche Perspektive und eine subjektive Stimmung des Gefühls in dem Moment, ein innerer Monolog vom Künstler. Seht ihr die Rundung im Gemälde? Es ist kein Zufall, dass die Konstruktion wellenartig ist. Und ganz wichtig sind natürlich die Farben. Eine in Farbe ausgedrückte Atmosphäre war in der damaligen Zeit eine neue, revolutionierte Malweise. Als persönliche Herausforderung erarbeite ich mir immer eine Farbanalyse,
Dabei berücksichtige ich wichtige Elemente des Impressionismus. Der Impressionismus ist die Ära des Lichts. Darum sind die Harmonien des Gleichklangs mit den verschiedenen Helligkeitswerten ausschlaggebend. Unterschiedliche Farbverteilungen, Summierung, Reduzierung in Farbe, und auch Textur sind unumgänglich. Das ist meine Blumenauswahl des Sonnenaufgangs. Hortensia, Lollipop Blau. Der perfekte Übergang zu Wasser und Luft. Leucospermum Discolor Pompon. Schaut mal, wie schön. Juniperus Jenevabes. Rose Garden Menta. Polyanthus tuberosa. Papaver somniferum. Clematis Blue Pirouette. Und hier haben wir die Rose Shiraz. Die verzweigte Rose, passt sie besser zur Sonnenspiegelung im Wasser oder besser das Morgenrot in der Luft? Oh ja, das Morgenrot in der Luft ist es. Perfekt. Cosmea Black Beauty. Und echt was eine Schönheit. Germany Myrrh und Dianthus Apple Tea. Eustoma Bohemian Velvet. Und den Rest seht ihr gleich. Ich beginne mit dem Juniperus. Ich dünne mir den immer aus, damit man besser die Form sieht. Wichtig ist, ihn gut festzustecken, an 2 Punkten, dass er nicht umfallen kann. Die Ikebana-Igel sind dafür perfekt. Auch ein sauberer Anschnitt ist unumgänglich. Wenn ein Zweig nicht gut stehen bleibt, befestige ich ihn nochmal mit Draht. Jeder Florist hat seine eigene Technik, um ein Werkstück aufzubauen. Ich arbeite per Blume. Erst alle Hortensien verteilen, dann zum Beispiel der Delphinium und so weiter. So behalte ich eine gute Übersicht und kann gezielt die Blüten anordnen, so wie hier in asymmetrischen Zweier- und Dreiergruppierungen. Die will nicht so, wie ich will. Die Oxpitalium ist durch das Hellblau im Kunstwerk stark vertreten. Ich ordne sie summierend an. Clematis. Statice. Das Kunstwerk von Monet ist immer bei mir in der Nähe. Ich halte Kontakt damit, checke, ob alles noch gut läuft. Und? Funktioniert's? Ich wünschte, ich könnte gut zeichnen, aber habe mir nie richtig die Zeit genommen, es zu lernen. Auch, weil ich denke, dass nicht unbedingt viel Talent in mir steckt. Aber es hilft mir, die Gedanken zu sortieren und zu sehen, ob ein Plan wirklich aufgeht. Impression steht für Stimmungen, Emotionen und Momentaufnahmen. Wie verdammt gut passt diese Stilrichtung zum gestalterischen Umgang mit Blumen. Der Moment wird in seiner Wirkungskraft festgehalten und bestmöglich dargestellt bzw. interpretiert. Eine abgeschnittene Blüte, man weiß ganz genau, dass sie nur eine gewisse Zeit so aussieht, weil sie vergänglich ist. Und das Hier und Jetzt zu genießen, weil es später wieder ganz anders aussieht. So wie mit dem Licht. So tat es Monet und alle anderen Impressionisten auch. Im Kunstwerk Sonnenaufgang sind die Pinselstriche mit beinahe dieselben Abständen gemalt. Diese setze ich auch in meinem Kunstwerk um, indem ich überwiegend Blumen verwende, die dieselben Größenverhältnisse haben. Das spannungsreiche Ausreizen der Proportionen in unterschiedlichen Farbmengenverhältnissen, welches sich in Summierung und Reduzierungen kennmerkt, in Farb, Form und Textur sind unumgänglich. Ich mache weiter. Das Kunstwerk ist noch lange nicht fertig. Aber was ist eigentlich die Basis, um ein Werkstück zu beschreiben? Die Antwort sind Fachwörter,
die zeigen, was man sieht. Ich sehe, dass die Gestaltungsart dekorativ ist, die Ordnungsart asymmetrisch und die Anordnung überschneidend. Der Ausgangspunkt jeder einzelnen Blüte ist individuell und die Bewegungsform ist spielend. Es gibt verschiedene Gruppierungsarten. Ich benutze hier asymmetrische Zweier- und Dreiergruppierungen, die man am besten bei den Hortensien sehen kann. Auch Summierung und Reduzierung verwende ich anhand von vielen Delphinium in Verhältnis zu wenig Allium. Kurze Unterbrechung mit all den Theorien, aber schaut mal, wie schön tief man hier reingucken kann. Es herrscht hier eine vollkommene Formharmonie mit dem Form-an-sich-Kontrast, der Quantitätskontrast, der Richtungs- und Bewegungskontrast und den Aktiv-Passiv-Kontrast. Wusstet ihr, dass Monet die Polyanthus tuberosa in seinen Garten pflanzte? Die umliegenden Bauern hatten regelrecht Angst vor ihr. Das verdeutlicht das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, das Ende ist in Sicht. Lass uns jetzt über Farben sprechen. Die Rose symbolisiert das Abendrot. Und auch ein tolles Beispiel, um hier den Farb-an-sich-Kontrast, Qualitätskontrast oder Hell- und Dunkelkontrast zu erklären. Denn die helle aprikotfarbene Rose ist, wenn man viel Schwarz dazu gibt, erhält man die dunkelrote Farbe von der Cosmea, die hier im Kunstwerk die Boote darstellt. Wir haben eine vollständige Farbharmonie durch die Harmonien gemischter Abstände durch den Gleichgang in den blau- und weißen Tönen in Kombination mit dem Komplementärkontrast. Für mein Gefühl bin ich fertig. Und um es abzuschließen, noch ein letzter Schluck Impressionismus dazu. Ich habe versucht, mein ganzes Wissen, Können und meine Leidenschaft in dieses Werkstück einfließen zu lassen. Ich könnte noch stundenlang über all die kleinen Details sprechen, so wie ich zum Beispiel die orangefarbene Protea als Sonne bewusst ganz tief im Werkstück verarbeitet habe, damit sie nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich will, dass das Gefühl, dass der Sonnenaufgang, der Nebel, der im Hafen von Le Havre 1872 lag, auch in diesem Werkstück zu spüren ist. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Es ist natürlich persönlich und jeder sieht anders und empfindet Dinge anders. Aber für mich ist es perfekt. Perfekt zum Impressionismus und perfekt bei mir passend. Vielen Dank fürs Zuschauen und genießt von unserer Berufung.